Ja, eine neue Ausgabe von Automobil Depression. Also ihr bekommt heute ein Video über diesen alten Bekannten, den Mercedes W124 hier als 300er-D. Und zwar geht es heute nicht mal so um diese Schwachstellen des Autos und dies und das, sondern es geht mehr oder weniger darum, dass ich gerade so ein bisschen frustriert bin, also depressiv. Ich gerade so ein bisschen frustriert bin, also depressiv, weil meine Autos, also der Volvo XC70, jetzt schon wieder irgendwie ein elektronisches Problem hat. Er will jetzt einen neuen Lenkwinkelsensor, kostet roundabout 400 €, weil er sonst das ESP abstellt, also die sogenannte Rutschsicherung. Dann habe ich eine gute Freundin, die hat einen Saab 9.5, den haben wir euch ja auch schon mal vorgestellt. Der zickt jetzt rum mit einer typischen Saab 9.5-Krankheit, die wir euch in dem Video übrigens verheimlicht haben. Das sind nämlich die berühmten Drosselklappen. Das ist so eine Schwachstelle beim 9.5 und die gibt es nicht mehr neu zu kaufen. Da lösen sich in dieser Drosselklappe Drähte, also die Isolierung löst sich, dazu kommt es zu Kurzschlüssen und das Motorsteuergerät kriegt irgendwelche ganz wahnwitzigen, bekloppten Informationen und schaltet dann sogar hin und wieder den Motor ab, sodass man nicht weiterkommt. Also all diese Erfahrungen haben mich so ein bisschen gerade nachdenklich gemacht und irgendwie bin ich gerade so ein bisschen genervt. So. Werde den Volvo auch wieder reparieren und den Saab kriegen wir auch wieder irgendwie hin. Aber in der Zwischenzeit habe ich mir überlegt, wie ist es eigentlich, wenn man mit so einem ganz analogen Auto mal rumfährt? Also ein Auto, was im Prinzip keine Steuergeräte hat, wo nicht immer irgendwelche Informationen kommen, das kaputt, dieses kaputt, wo nicht immer irgendwelche Lampen auftauchen. Und da ist mir aufgefallen, naja, was gibt es da für Autos, also mit denen man auch durch den Alltag fahren kann, die einem auch Salz nicht allzu übel nehmen, jetzt im Winter, die relativ sparsam sind, die aber auch noch ganz komfortabel sind, aber die natürlich auch dann ein gewisses Alter haben, weil sonst haben sie ja Steuergeräte. Und da kam ich wieder auf diesen guten alten Mercedes W124, den 300er Diesel. Und wir wollen euch jetzt heute mal so ein bisschen die Erfahrungsberichte schildern. Also wir fahren jetzt gleich mal mit dem Auto, zeigen euch das mal, wie sowas fährt. Ja, wenn ihr euch wundert, dass ich so ein bisschen müde bin und meine Tonlage sich der Tonlage des Dieselmotors hier anpasst, dann liegt das schlicht und ergreifend daran, dass es hier sehr, sehr gemütlich warm ist. Draußen haben wir minus 2 Grad, hier innen drin haben wir gemütliche 25 und der Motor säuselt einen so ein bisschen in den Schlaf. Deswegen verzeiht mir, wenn ich hier so ein bisschen monoton vor mich hin labere. Ist nicht wahnsinnig spektakulär, aber genau darin liegt der Reiz. Es ist unspektakulär, aber irgendwie verdammt zuverlässig. Und ja, dafür steht ja auch Mercedes in den 80er Jahren. Also dieses Auto ist von 1988 im August zugelassen, hat eine ganz witzige Historie, die ich kurz sage. Also dieses Auto wurde in Spandau neu bei Mercedes-Benz gekauft, am 30.08.1988 von einer Dame, die 1919 geboren ist. Die hat das Auto dann irgendwann Mitte der 90er Jahre an ihren Ehepartner überschrieben. Der war Baujahr 22, ein britischer Soldat, der hier in Berlin stationiert war. Also auch sehr betagt. Beide sind natürlich langst tot. Dann wurde das Auto der Tochter vererbt. Die hat es mitgenommen nach Frankreich und hat es da hin und wieder bewegt. Und jetzt kam er wieder zurück nach Berlin und jetzt ist er wieder bei uns, also bei mir. Genau, ich werde dieses Auto so peu à peu wieder ein bisschen schöner machen. Es ist ja schon ein bisschen was kaputt gegangen in Frankreich, leider Gottes, was noch reparabel ist. Er ist jetzt auch nicht im Top-Zustand, aber er hat den riesengroßen Vorteil, dass er erst 170.000 Kilometer gelaufen hat und im Prinzip wirklich wenige Besitzer gehabt hat. Und das ist für so ein 300er-D relativ selten. Und was ich ja persönlich sehr mag, ist halt diese erste Version. Also man spricht da ja in Fachkreisen auch von der Mopf 0. Mit vielen Vorzügen, wie ich finde, aber das haben wir, glaube ich, schon in dem letzten Video auch größtenteils besprochen. Es gibt nur noch so ein paar Sachen, die ich euch erklären möchte, warum ich das besonders schön finde. Das weiß man erst, wenn man so ein Auto mal besessen hat. Und ich hatte mal vor Urzeiten das gleiche Modell als Kombi, auch Mopf 0. Also hier diese B-Säulenverkleidung, A-Säulenverkleidung und C-Säulenverkleidung. Da ist das Kunststoff nicht wie bei den späteren über Kunststoff gehauen, sondern über Aluminium. Also wenn ihr die mal abnehmt, ihr habt so ein Auto, seht ihr oder habt das vielleicht schon gemacht, dass das Aluminium ist. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel besser, aber irgendwie ist es schöner, finde ich. So, sieht man nicht. Noch eine ganz kleine Sache, was man an diesem Auto noch machen sollte. So ganz kann ich es ja nicht lassen. Also, was ja schön ist,
es sind hier noch Glasscheinwerfer. Die werden aber mit der Zeit undicht und ihr seht ja schon im Bereich des Nebelscheinwerfers bildet sich halt durch die Waschstraßen und durch die Reinigung etwas Wasser, Kondenswasser innen drin. Man kann diese Scheinwerfer relativ leicht ausbauen. Und was man heute noch bei diesen Autos kann, das seht ihr hier schon, man kann die zerlegen. Ja? Also jetzt ist ein original heller Scheinwerfer. Es gab diese Scheinwerfer von Bosch und von Heller. Jeder 124er hatte da unterschiedliche Hersteller drin. Diese hatten die Heller-Version. Man kann diese Scheinwerfer, man kann diese Streuklappe ausbauen und dann kann man da das Gummiprofil innen drin reinigen. Und in der Regel, wenn man das mit so einem Hirschtalg einschreibt und das wieder richtig sauber macht, auch die Fugen, wo es drin sitzt, und es wieder zusammen macht, hat man in der Regel Ruhe. Es ist wieder dicht. Man muss also nicht unbedingt ein neues Gummi kaufen. Man kann dieses Originalgummi sogar drin lassen. Den Scheinwerfer kriegt ihr relativ schnell raus. Ihr löst diese Schraube, holt den Blinker raus, da sind noch 2 Schrauben hinter, löst diesen Clip hier, aufpassen, dass der nicht zerbricht. Ich weiß nicht, ob es den noch neu gibt. Den kann man hier so rausziehen. Und dann habt ihr den Scheinwerfer im Prinzip in der Hand. Angesteckt ist er nur mit so einem 6-poligen oder 8-poligen Stecker hinten. Und dann könnt ihr den Scheinwerfer wunderbar auf dem Küchentisch zerlegen und sozusagen wieder abdichten. So, noch eine kleine Geschichte. Rost ist natürlich immer ein Problem. Ich habe jetzt bei dem hier auch gesehen, wo war es? Hier unterm Batterie. Ich habe die Batterie gewechselt. Also hier war eine 70 Ampere Stunden Batterie drin. Ich habe jetzt hier so einen dicken Block von Bosch reingesetzt mit 100 Ampere. Kostet mittlerweile 200 Euro, ist völlig absurd. Aber gut, ich habe es gemacht, weil gerade im Winter ist das immer so eine Sache, dass die Diesel halt sehr, sehr viel Kraft brauchen, um anzuspringen. Der läuft noch gut, der hat auch wirklich noch gute Kompression, obwohl ich die Glückherzen noch nicht gemacht habe. Aber er ist relativ schnell auf allen 6 Zylindern und läuft auch bei minus 5, 6 Grad, was wir neulich hatten, springt er tadellos an. Ja, so ein bisschen was Elektronisches, ist nicht wirklich Elektronik, ist elektrisch. Sind zum Beispiel diese Heizungsbetätigung hier. Also beim 123 war das zum Beispiel noch ganz einfach über einen Seilzug. Hier geht das elektrisch und zwar sind das hier diese sogenannten Duo-Ventile. Also für jede Seite eins. Du kannst hier die Heizung wie bei Mercedes üblich auf der Fahrerseite einstellen und auf der Beifahrerseite. Also das ist hier für die Fahrerseite und das ist für die Beifahrerseite. Hier sind so kleine Kolben drin und die regeln sozusagen die Warmwasserzufuhr. Das geht über einen elektrischen Stellmotor. Die sind manchmal fest. Aber auch die, wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr auseinanderschrauben. Also müsst ihr das ganze Ding natürlich rausnehmen. Das ist ein bisschen blöd und es kommt natürlich auch Kühlwasser raus. Aber ihr könnt das ganze Ding relativ schnell rausnehmen. Könnt diese Schrauben hier lösen und könnt diese Zylinderchen wieder gangbar machen. Und dann funktioniert das in der Regel auch immer wieder. Also das ist wirklich alles relativ einfach zu machen. Also wenn eure Heizung nicht tut, beziehungsweise ihr kauft ein Auto, achtet darauf, ob diese beiden Duo-Ventile funktionieren. Das ist jetzt gerade im Winter bei diesen Temperaturen schon irgendwie ganz, ganz schön, wenn eine Heizung läuft. Und bei dem läuft das hervorragend. Also die wird richtig warm und die regelt auch ganz gut. Hier bildet sich so ein bisschen Rost, habe ich gesehen. Das muss mal geschweißt werden. Das ist hier in diesem Bereich, hier im Dingsbums, hier unter dem Dingsbums, das werde ich mal schweißen lassen. Schweißen selber kann ich nämlich nicht. Und hier diese Wagenheberaufnahme, die will auch irgendwie behandelt werden. Das werde ich auch nochmal machen. Ansonsten ist dieses Auto eigentlich gut genug. Also man wird jetzt da nie wieder so einen 100%igen Super-Oldtimer rauskriegen. Kann man natürlich machen, aber ist jetzt nicht mein Anspruch. Mittelkonsole ist mal leider zerbastelt worden. Das zeige ich euch gleich mal während der Fahrt. Da hat der Schwiegersohn der Erstbesitzerin aus mir unglaublich nicht nachvollziehenden Gründen diese ganze Mittelkonsole zersägt. Ich habe das jetzt erstmal so geflickt, dass man es irgendwie ertragen kann, aber im Prinzip muss die ganze raus und man muss eine neue oder eine gute Gebrauchte halt finden. Dazu muss man auch das Holz wechseln, also das ist immer zerbröselt, aber das hat er leider auch ausgeschnitten. Man muss den Original Aschenbecher wiederfinden und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch gerade der Spaß an solchen Autos. Ja, man kann sich das alles irgendwie zusammensuchen über die Portale oder auch vielleicht mal zu einigen Mercedes-Leuten noch gehen, die ja auch viele 124er geschlachtet haben im Laufe der Zeit. Also es gibt halt, wie gesagt, viele Teile für dieses Auto, was es auch im Alltagsbetrieb eigentlich ganz praktikabel macht. Also es ist anders als bei Saab, die ja von uns auch sehr geliebt werden, oder auch bei Volvo-Modellen. Hier kriegt man im Prinzip wirklich alles, größtenteils auch gebraucht. Genau, also ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mit dem Auto und ich erzähle euch mal, wie das so ist. Ich war nämlich neulich irgendwie 1500 Kilometer mit diesem Auto unterwegs und kann euch mal so einen kleinen Erfahrungsbericht schildern. Also, kann man damit fahren? Ist das noch erträglich oder ist das in der heutigen Verkehrssituation eher ein bisschen schwierig? Und ich sage gleich im Vorfeld, nein, ist es nicht. Man kann mit diesem Auto tatsächlich ganz gut fahren.